Ja, hallo zusammen, ich bin der Tobias. Und ich bin die Anna. Ja, und wir zwei sind im Moment zusammen in der Pfalz unterwegs. Hier laufen wir den Pfälzer Mandelpfad. Ja, im Moment sind wir auf Etappe 1 von 7 unterwegs, sind hier auch schon mittendrin. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie der Weg so ist, Dann kommt mit und wir schauen es uns gemeinsam an. Start der ersten Etappe war etwas außerhalb von Bockenheim an einem Wanderparkplatz. Und wie ihr seht, waren wir nicht alleine unterwegs. Meine Tante Beate begleitete uns. Und ab und an könnt ihr auch mal meine Schwester durchs Bild huschen sehen. Vorbei ging es zunächst am Haus der Deutschen Weinstraße und dann durch Bockenheim hindurch. Am Ortsausgang von Bockenheim angekommen, begannen dann direkt die Weinberge, welche uns bis zum Ende der 7. Etappe begleiten sollten. Irgendwo müssen die Trauben für den berühmten Pfälzer Weinjahr herkommen. Etwas, das uns leider auch über weite Strecken begleitete, waren Straßen und viel Verkehr. Hier war es die B271. Für die Mandelblüte waren wir Anfang März noch ein paar Tage zu früh dran. Knospen waren an den Mandelbäumen aber schon zu erkennen. Kleiner Spoiler für die nächsten Etappen, da war die Mandelblüte in vollem Gange. Hinter Asselheim folgten wir noch ein Stück weit einer Landstraße, bevor wir endlich ein Wegstück erreichten, welches uns weg von der Straße führte. Zu diesem Zeitpunkt lag schon etwas mehr als die Hälfte der Etappe hinter uns. Hier ging es dann auch erstmals ein wenig bergan. Angekommen, wanderten wir weiter durch Weinberge, nun ergänzt um eine schöne Aussicht. Auch wenn es an diesem Tag etwas diesig war. An klaren Tagen kann man von hier über die oberrheinische Tiefebene hinweg bis zum Odenwald schauen. Für Anne hielt der Weg wenig Herausforderndes bereit, so dass sie die Schwierigkeit des Weges einfach selbst ein wenig erhöhte. Findet sich immer was zum Üben. Macht den Weg interessanter. Hatten wir eigentlich schon die langen Abschnitte erwähnt, welche wir auf der ersten Etappe entlang von Straßen zurücklegen mussten? Hier passierten wir sogar eine Autobahn, die A6. Für alle, die dort mal vorbeikommen,
Das ist die Stelle mit dem Aufsteller Sausenheimer Honigsack. Kurz vor Ende der ersten Etappe entdeckten wir sie dann doch, die erste Mandelblüte. Es sollten aber gleich noch ein paar mehr kommen. Der Mandelpfad verläuft von Bockenheim an der Weinstraße entlang des Pfälzerwalds bis zum Deutschen Weintor in Schweigen-Rechtenbach an der deutsch-französischen Grenze. Etappe 1 verläuft von Bockenheim aus entlang der B271 bis nach Asselheim. Hier biegt der Weg ab und führt weiter hinter Grünstadt vorbei bis zum Etappenziel, einem kleinen Friedhof oberhalb von Kleinkarlbach. Ja, da haben wir es geschafft. Die erste Etappe des Pfälzer Mandelpfades ist gelaufen. Ja, es war gar nicht so einfach. Also es hat nicht viele Höhenmeter gegeben, aber es war doch sehr asphaltlastig. Also man muss sagen, wir hatten alle möglichen Formen von Wegen. Wir hatten Pfade, wir hatten Radweg, wir hatten Feldweg, wir hatten einen steileren Anstieg über Wiese, der war ganz nett. Es ging ein Stück an der Bundesstraße lang oder an der Schnellstraße zumindest und sogar ein Stückchen an der Autobahn. Gut, wir haben es vorher recherchiert gehabt, von daher wussten wir in etwa, worauf wir uns einlassen. Sollte man auf jeden Fall bei dem Weg vorher wissen, worauf man sich einlässt. Also die erste Etappe, ich meine, die Hälfte des Weges macht er erstmal die Bundesstraße entlang, dann kommt da eine Autobahn vorbei, wie die Anne gesagt hat. Es ist insgesamt sehr laut und heute war auch, trotz Sonntag oder wegen Sonntag, man weiß es nicht, sehr, sehr viel Verkehr. Ja, trotzdem wollen wir nicht so viel meckern, weil rechts und links war es auch ganz hübsch zu sehen. Also man hat viel zu sehen gehabt, es gab einen Fluss, den man betrachten konnte und die Natur rechts und links war einfach, war einfach ja, landschaftlich schön. Sehr schön. Für die Mandelblüte waren wir jetzt noch ein paar Tage zu früh. Hier und da hat man was gesehen. Hier und da hat es schon raus. Ja. Was man relativ regelmäßig gesehen hat, waren Markierungen. Also das war insgesamt sehr gut. Parallel dazu hatte ich auch Komoot laufen, beziehungsweise gibt hier von Rheinland-Pfalz aus eine App in Kombi mit Outdoor Active. Da habt ihr auch nochmal den Weg mit drin. Das habe ich parallel auch laufen lassen, um zu gucken. Das funktioniert auch alles insgesamt recht gut. Ja, und dann würde ich sagen, ja, haben wir es mal wieder. Also, dann war es das wieder von uns. Wir hoffen, euch hat es gefallen, uns zu begleiten. Euch wie immer viel Spaß beim Wandern. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.